Ich fürchte bloß, deine Bemühungen waren umsonst. Was soll das heißen? Du bekommst Frieden auch nicht. Jedenfalls nicht durch meine Hilfe. Ich werde mich bei Christoph entschuldigen und wir werden zusammen dort wohnen bleiben. Anna ist gerade auf dem Romantiktrip. Sie liest in der Schule Goethes Werther. Also erstmal hat Werther überhaupt nichts mit Romantik zu tun. Der zählt nämlich zur Klassik. Und zweitens fand ich Gedichte schon immer toll. Ben! Wir brauchen dringend einen Arzt. Ja, warte. Hier. Danke. Ja, von Arnstetten hier. Wir brauchen dringend einen Notarzt. Zum Schloss Friedenau, ja. Mein Bruder liegt leblos am Boden. Ach, das weiß ich doch nicht. Ja. Können Sie denn gar nichts tun? Was ist denn passiert? Ben! Was ist denn mit ihm? Ben, was ist denn los? Warum stehst du denn nicht auf? Ben, sag doch was. Lass ihn, Tanja. Was? Aber was ist denn mit ihm? Ich fürchte, er hört dich nicht mehr. Oh nein. So, dann wollen wir mal. Ah, Lena, schön, dass Sie es einrichten konnten. Ja, sorry, ich habe die Stunde fast verschwitzt. Ja, schon okay. Setzen Sie sich bitte. Aber schauen Sie bitte das nächste Mal auf den Stundenplan. So. Jetzt aber. Tja, wie kommen Sie denn mit Ihren Referaten zurecht? Hm? Na, haben sich irgendwelche Fragen ergeben? Ja, Erik. Ja, ich wollte fragen, was sind denn Ihrer Meinung nach eigentlich die Gründe dafür, dass Werther der erfolgreichste Roman seiner Zeit war? Also, erstmal gab es zu dieser Zeit kaum Romane. Dann war es völlig neu, dass jemand in einem Werk das bürgerliche Leben mit der Geschichte einer Seele verbindet und Empfindungen und Gefühle auf eine solche Art und Weise darstellt, der sogar ausstellt. Das gab es bis dahin einfach noch nicht. Es war der erste große tragische Roman, der sogar europaweit übersetzt wurde. Auch in vielen anderen Aspekten war er einfach bahnbrechend. Aber dass sich jemand in eine Frau verliebt, die er nicht haben kann, das war doch auch zur damaligen Zeit nichts Neues. Ja, richtig. Dass Lotte einen anderen heiratet, ist sicherlich nicht das eigentlich Tragische dieser Geschichte. Die Tragik kommt vielmehr aus seinem Inneren. Für Werther bedeutet die Liebe alles. Er macht sie zu etwas Absolutem. Und wenn er diese Liebe nicht bekommt, führt sein Leben in ein Nichts. Der Held des Romans scheitert, ja. Aber für Goethe hat dieses Werk einen positiven Effekt. Da er persönliches Erleben mit einfließen ließ, war die Arbeit am Werther für ihn ein Akt der Selbstbefreiung. Er überwindet damit seine eigene unglückliche Liebe und findet damit zu sich selbst zurück. Verstehst du, was ich meine? Ja, ich glaube ja. Kommen Sie, Tanja. Setzen Sie sich erst mal. Was ist hier denn los? Mein Gott, Herr Graf, was ist dann passiert? Wir wissen es noch nicht. Ich begreife das nicht. Ich begreife das nicht. Ihr Bruder ist bestimmt gestürzt, oder? Sicher. Der Arzt wird gleich hier sein.
Du warst doch hier. Was hat sich denn hier abgespielt? Nichts. Als wir hier reinkamen, lag er da schon. Ja, und dann bist du ja auch gleich dazu gekommen. Alles andere müsstest du eigentlich besser wissen. So, Abschiedsparty Ramon. Also, lass mal hören. Also aus meiner Klasse kommen Axel, Peter, Tobi, Marc, Sabine. Und was mit Gina? Gina? Ja, kommt sie? Ich weiß nicht. Ja, hast du sie nicht gefragt? Nein. Willst du sie nicht dabei haben? Ich weiß nicht. Vielleicht ist es besser, wenn ich sie nicht mehr sehe. Es ist total komisch, aber irgendwie bedeutet sie mir doch noch mehr, als ich dachte. Noch ein Grund mehr, sie einzuladen. Außerdem, vielleicht bringt sie dich ja dazu, hier zu bleiben. Nein. Ich habe mich entschieden, ich werde fahren. Auch wenn es mir nicht leicht fällt. Besonders, wenn ich sie vorher noch mal sehe. Aber du musst sie einladen. Immerhin seid ihr eng miteinander befreundet. Okay. Schreib sie auf. Hab ich schon längst. Bitte denkt daran, rechtzeitig mit euren Referaten zu beginnen. Viel Zeit bleibt euch nämlich nicht bis zum Abgabetermin. So, Herrschaften, das wär's für heute. Anna, kommen Sie doch mal bitte. Ich möchte Sie was fragen. Was gibt's? Ich habe heute einen Brief bekommen, über den ich mich sehr gefreut habe. Ich glaube, da sollten wir uns vielleicht mal... Diesen Punkt müssen Sie unbedingt bei Ihrem Referat berücksichtigen. Ja, mache ich. Ich wollte mich noch entschuldigen. Ich habe an meinem Referat gearbeitet. Was? Ich habe an meinem Referat gearbeitet und gar nicht mehr auf die Uhr gesehen. Deshalb das zu spät kommen heute Morgen. Tut mir leid. Ach so, naja, dann stellen Sie sich doch einfach nächstes Mal einen Wecker. Wecker stellen. Mach ich. Tja, ich kann Ihnen leider nur bestätigen, was Sie schon vermutet haben. Es tut mir leid, Ihr Bruder ist tot. Ich kann nichts mehr für ihn tun. Woran ist er gestorben? Ist er gestürzt? Sieht nicht so aus. Aber wir müssen ohnehin eine Obduktion machen, weil wir die Todesursache nicht eindeutig klären können. Ich werde die Polizei benachrichtigen müssen. Warum denn das? Ihr Bruder war noch relativ jung. Es gibt keinen Grund, dass er einfach so sterben sollte. Oder war er vielleicht ernsthaft krank? Ich weiß es nicht. Sehen Sie. Ich werde die Kriminalpolizei per Funk benachrichtigen. Und fassen Sie besser nichts an. Sie wissen ja, wegen der Spuren. Was ist denn mit ihm? Er ist tot. Aber wieso? Was ist denn passiert? Das wissen wir noch nicht. Oh mein Gott. Bitte gehen Sie jetzt wieder an Ihre Arbeit. Wir werden Sie informieren, sobald wir Näheres wissen. Kathi, geh bitte auch nach oben. Ich bin froh, wenn ich am Freitagabend Feierabend habe. Oh, und dann gebe ich mir sowas von die Kante. Du weißt, bei Ramons Abschiedsparty. Ich weiß nichts von der Party. Nein? Also dann hat Susanne dich noch nicht erreicht. Sie organisiert das Ding und sie will, dass wir unbedingt kommen. Ah. Das klingt aber nicht sehr begeistert. Ich weiß einfach nicht, ob ich da so hingehen soll. Aber ich denke, ihr habt alles zwischen euch geklärt. Schon. Solange ich ihn nicht sehe, ist ja auch alles okay. Ich bin halt einfach noch nicht drüber weg. Ich habe Angst, ihn zu sehen. Das kann ich ja verstehen. Aber ich glaube, Ramon wäre ganz schön traurig, wenn er dich für seine Abreise nicht mehr sehen würde. Meine Kollegen sind gleich fertig. Wir bringen den Toten in die Gerichtsmedizin. Wir müssen leider eine Obduktion durchführen.
Ist das dann unbedingt nötig? Ja, leider. Wir müssen ja die Todesursache klären. So, ich muss Ihnen dann noch ein paar Fragen stellen. Wer hat den Toten entdeckt? Ich, beziehungsweise wir, Herr Haubold und ich. Sie sind Clarissa von Anstetten, nicht wahr? Wir sind soweit fertig. Kann der Tote weg? Ja. Kann ich Ihren Ausweis bitte sehen? Ja, sicher. Danke. Nein. Wann werden wir denn meinen Bruder beerdigen können? Sobald das Obduktionsergebnis vorliegt. Vielleicht in 1, 2 Tagen. Haben Sie die Lage der Leiche verändert? Nein, Herr Haubold hat nur den Puls gefühlt und Wiederbelebungsmassage gemacht. Sie waren auch alle im Haus, als der Tote gefunden wurde? Ja. Dann muss ich Ihnen auch noch ein paar Fragen stellen. Können wir uns vielleicht irgendwo hinsetzen? Ja, natürlich. Gehen wir darin. Da bin ich wieder. Das müsste unsere grauen Zellen eigentlich wieder auf Vordermann bringen. Danke. Wollen wir mal schauen, was der alte Wärter macht. Hey, was bist du denn so gut drauf heute? Erstens stehe ich unheimlich auf Wärter. Und zweitens macht es mir einfach Spaß, mit dir zusammenzuarbeiten. Na, wenn das so ist, dann hör mal zu. Jeder Jüngling sehnt sich so zu lieben. Jedes Mädchen so geliebt zu sein. Ach, der heiligste von unseren Trieben. Warum quillt aus ihm die grimme Pein? Wie findest du das? Nicht schlecht. Wo hast du das denn ausgegraben? Hier habe ich im anderen gefunden. Gefällt's dir nicht? Doch, klar, schon. Na? Wie wär's mit einer kleinen Erfrischung? Danke, wir haben schon. Ach so, ja, gut, dann will ich nicht länger stören. Viel Spaß noch. Danke. Tja, wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, das Gedicht. Kanntest du es noch nicht? Nee, ich glaube nicht. Jetzt lass uns mal lieber weitermachen, bevor wir uns wieder verquatschen. Okay. Haben Sie irgendeine Erklärung für den Tod Ihres Gatten? War er krank? Hatte er vielleicht ein Herzleiden? Nein, er war topfit. Ich meine, ich hätte doch merken müssen, wenn er irgendwas gehabt hätte. Er war gesund, Das ist alles so fürchterlich. Kommen Sie, ruf mir den Arzt. Sie brauchen Beruhigungsmittel. Ja, sofort. Ja, wenn Sie mich nicht mehr brauchen. Telefonieren Sie ruhig. Ich bin für heute fertig. Ich komme morgen Vormittag noch einmal vorbei. Bitte halten Sie sich alle zur Verfügung. Ja. Wir haben die Adresse. Sie hören dann von uns. Frau von Anstetten? Ich komme um 10. Ja. Clarissa, ich glaube, du solltest jetzt auch gehen. Bist heute ja super pünktlich. Klar, Mann. Geht ja schließlich ums Geschäft, ne? Und? Hast du Gina noch mal gesehen? In der Pension, meine ich. Ja, ganz kurz beim Frühstück. Wieso? Ach, ich habe nur länger nichts mehr von ihr gehört. Ja, normal. Wo ihr jetzt doch nicht mehr zusammen seid? Oder? Ich habe mir nur ein bisschen Sorgen um sie gemacht. Ja, wenn du willst, kann ich mich nach deiner Abreise ein bisschen um sie kümmern. Untersteh dich. Schon gut, war nur ein Angebot. Du übernimmst das Schmuckgeschäft und das ist auch genug. Hier, wir machen jetzt erstmal eine Checkliste, wie wir das mit der Übergabe regeln. Wozu denn eine Checkliste? Hey, du gibst mir die Ware und ich leg los. Und wie sollen wir das mit der Kohle regeln? Ganz einfach. Du kaufst den Plunder in Venezuela ein, schickst mir das Zeug und ich verkauf's gegen eine Umsatzprovision. Sagen wir 60%. 60? Für dich? Ist das nicht ein bisschen viel? Wieso? Du bezahlst für eine Kette 2 Mark im Einkauf.
macht mit Versand 5 Mark. Ich verklopp sie für 50, bleiben 45 Mark. Davon 60% sind 27 Mark für mich. Und du bekommst pro Kette noch 18 Mark. Ohne einen Finger krumm zu machen, wenn das kein Deal ist. Wusste gar nicht, dass du so gut rechnen kannst. Weißt du, Rechnen ist ein Kinderspiel. Schreiben macht mir immer noch mehr Probleme. Sie arbeiten schon so lange hier. Ja. Und wenn Sie den Verstorbenen schon von Kindesbeinen an kennen, ist Ihnen in den letzten Tagen vielleicht irgendetwas Ungewöhnliches an ihm aufgefallen? Nein, wirklich nicht. Danke. Dann zu Ihnen. Was machen Sie hier auf Friedenau? Ich war hier früher der Butler. Im Moment bin ich hier zu Besuch. Der Herr Graf hat mich eingeladen. Welcher Graf? Christoph von Anstetten. Ist Ihnen gestern etwas Ungewöhnliches aufgefallen? Gestern nicht, aber vorgestern. Clarissa von Anstetten hat den jungen Grafen aufgesucht. Es ist zwischen den beiden zu einer heftigen Auseinandersetzung gekommen. Der Graf war anschließend sehr erregt. Haben Sie zufällig mitbekommen, worum es bei dem Streit ging? Ich konnte keine Einzelheiten verstehen. Ja, bitte? Entschuldigung, ich... Kommen Sie. Danke, das wäre vorerst alles. Bitte. So, wie ist Ihr Name? Rajan Rai. Rajan? R-A-J-A-N. Rai schreibt man R-A-I. Woher kommen Sie? Aus Indien. Geburtsort? Bombay. Und was machen Sie hier auf Friedenau? Ich bin Pferdepfleger. Ist Ihnen gestern oder in den letzten Tagen irgendetwas Ungewöhnliches aufgefallen an dem Verstorbenen? Nein. Ich kannte ihn leider kaum. Wieso leider? Nur so. Jetzt kann ich ihn nicht mehr kennenlernen. Wohl wahr. Ja, das wär's. Sie können gehen. Okay, ich versuch's dann später nochmal. Mahlzeit, Frank. Hey, Herr Brandner. Hi, Arno. Na, schon halb Köln eingeladen? Ja, so ungefähr. Und was ist mit den Düsseldorfern? Ich arbeite dran. Gina. Ja, versuch's später nochmal. Sophie hat ja schon Bescheid gesagt. Sie wusste noch nicht, ob sie kommt. Die junge Dame erwartet bestimmt eine persönliche Einladung. Gina. Hi. Hi. Gut, dass du gekommen bist. Ich wollte dich gerade anrufen. Wie ihr vielleicht wisst, findet morgen der berühmt-berüchtigte Wandertag statt. Ich sehe schon, ihr seid ganz heiß drauf. Und weil die ganze Geschichte Wandertag heißt, bin ich dafür, dass wir an dem Tag auch wirklich wandern. Also ich find's klasse. Zieht euch bitte entsprechend an. So können Sie vielleicht in die Disco gehen, aber in der freien Natur, da holen Sie sich höchstens einen Schnupfen. Also mir gefällt's. Na, meinetwegen können Sie auch gerne so kommen. Aber ich fürchte, in den Schuhen, da brechen Sie sich höchstens die Knochen. Und das wäre doch schade. Treffpunkt ist morgen früh um 8 Uhr auf dem Lehrerparkplatz. Und wo geht's hin? Das erfahrt ihr morgen. Ach ja, und damit ich nicht ganz allein bin mit euch, habe ich mir Verstärkung mitgebracht. Frau Hadeler wird auch mit von der Partie sein. Also dann, bis morgen. Und bitte pünktlich. Die ganze Nacht kein Auge zugemacht. Ich habe immer nur Ben vor mir gesehen, wie er da lag. Ich war manchmal so wütend auf ihn. Ich habe nicht begriffen, was so in ihm vorging. Aber das... Er war doch noch so jung. Aber das Schlimmste ist, dass es so endgültig ist.
Ich habe keine Chance mehr, mit ihm zu reden, mich mit ihm auszusöhnen. So darfst du nicht mehr denken. Du hast es immer versucht. Ich war oft sehr rechthaberisch. Manchmal habe ich ihm Unrecht getan. Christoph, ich finde, du hast alles richtig gemacht. Es ist tragisch, dass es so plötzlich aus dem Leben geschieden ist, aber es ist nicht deine Schuld. Sag mal, solltest du nicht Julia anrufen? Ja, das habe ich ganz vergessen. Julia, ich bin's. Es ist etwas Furchtbares passiert. Ich find's toll, dass du noch vorbeigekommen bist. Ich hätte schon gedacht, dass wir uns nicht mehr sehen. Tja, so leicht wirst du mich eben nicht los. Was ein Glück. Findest du? Klar. Ich meine, wir beide, wir waren doch immer ein super Team, oder? Weiß nicht. Naja, zugegeben. Deine Vorträge über Vollwertkost, die gingen mir manchmal schon ziemlich auf die Nerven. Aber abgesehen davon bist du die tollste Frau, die ich jemals gesehen habe. Und wenn ich irgendwann an diesem verdammten Virus sterben werde, dann weiß ich wenigstens, was wahre Liebe ist. Gina, ich liebe dich so. Bitte verzeih mir. Roman. Roman. Bitte geh nicht. Papa. Es tut mir so leid. Ich kann das gar nicht glauben. Das ist unser ehemaliger Butler George. Du wirst dich nicht mehr erinnern, du warst damals noch viel zu klein. Meine Tochter Julia. Guten Tag. Mein Beileid. Danke. Ja, ich wollte dir sagen, dass, auch wenn ich Ben nicht besonders gut gekannt habe, ich ihn sehr gemocht habe. Warum mussten wir uns nur so oft streiten? Ich werde mir das nie verzeihen. Mach dir keine Vorwürfe. Du hast immer wieder versucht, mit ihm zu reden. Nicht oft genug, Barbara. Nicht oft genug. Willst du denn jetzt immer noch nach Caracas zurück? Ja. Ich muss das jetzt durchziehen. Außerdem habe ich meiner Mutter schon Bescheid gesagt. Wenn ich jetzt noch absagen würde, das geht einfach nicht. Du willst also unbedingt fahren? Ja. Na gut. Wenn du unbedingt fahren willst, dann komme ich einfach mit. Das ist doch die Lösung, oder?